Hallo liebe Freunde, was geht ab? Mein Name ist Shayan und es ist... Und ich bin Anwar. Ja, wir wollen über ein wichtiges Thema reden, und zwar es geht um den letzten Anschlag, der vor 2 Tagen in Kabul, die Hauptstadt von Afghanistan, geschehen ist. Der Anschlag, bei dem es uns ärgert, dass sowas leider für die afghanische Bevölkerung bzw. für uns nicht mehr etwas Neues oder Unnormales ist. Wieder ein Anschlag. Mit über 100 Toten und mehr als 200 Verletzten. Was denkt ihr, Leute, wer diese Leute waren, die so unmenschlich und brutal getötet und verletzt worden sind? Der Sohn von dem Präsident, Sohn von einem Politiker oder Sohn von einem Minister? Nein, keiner von denen, keiner von denen. Es waren nur die armen Kinder, die zur Schule gehen oder von der Schule zurück nach Hause kommen wollten. Es waren die Männer, die das Haus verlassen hatten, um für ihre Familie etwas zum Essen zu besorgen. Die vielleicht, ohne sich vorher mit der Familie zu verabschieden, das Haus verlassen hatten, ohne zu wissen, was das Schicksal mit ihnen vorhat. Dieser Anschlag hat die Väter genommen, die das Haus verlassen hatten, für die Familie etwas zum Essen zu besorgen. Dieser Anschlag hat die Studentinnen und Studentinnen genommen, die sich eine neue Zukunft mit vielen Zielen, Träumen und Wünschen vorgestellt hat. Dieser Anschlag hat den Müttern enttäuscht, die vielleicht den ganzen Tag gewartet hatten, dass die Kinder von der Schule und dass die Männer von der Arbeit zurück nach Hause kommen. Aber Leute, sie haben nur die Leiche bekommen. Nur die Leiche von denen haben sie bekommen. Könnt ihr euch ganz kurz diesen Moment vorstellen, wie schwierig das für eine Mutter sein konnte? Man hört und sieht ständig nach solchen Anschlägen, dass manche Länder vor den Medien kommen und behaupten, sie fühlen sich Mitleid mit uns und sagen, sie seien traurig dafür, was passiert ist. Aber diese Geschichte ist überhaupt nicht neu, sondern die haben wir schon seit mehr als 37 Jahren und leiden immer noch unter dieser verdammten Geschichte. Das bringt ja auch nichts, ob sie traurig sind oder auch nicht. Und das bringt ja auch überhaupt nicht, ob sie sich mit uns Mitleid fühlen oder auch vielleicht nicht. Mitleidschaft ist nicht das, was diese armen Menschen brauchen. Was diese armen Menschen brauchen, ist, dass dagegen etwas Ernstes gemacht wird, um das zu behindern. Im Endeffekt hat dieser Anschlag viele vaterlos, mutterlos, kinderlos, geschwisterlos, ziel- und planlos und viele auch behindert gemacht. Dieser Anschlag hat viele verletzt, erschöpft vom Leben und kaputt gemacht. Und was denkt ihr, Leute, wie hätten die Politiker reagiert, wenn um Gottes Willen sowas in einem europäischen Land passiert wäre? Ich glaube, viele von euch wissen die Antwort auf diese Frage. Und jetzt würden wir gerne auf einen wichtigen Punkt hinweisen, denn bestimmt viele von euch es auch so sehen. Die meisten Leute sagen, dass alle Menschen gleich sind, ohne Ansehen der Religion, Nationalität oder Hautfarbe. Ja, ich frage mich die ganze Zeit, wenn die globale Gemeinschaft den Medien berichten und über die Gleichberechtigung der Menschen ein ruhiges Leben in Frieden und Sicherheit haben können, ohne die Religion, Zugehörigkeit, Nationalität oder Hautfarbe zu betrachten, gehören die afghanischen Leute, diese armen afghanischen Leute, die Bevölkerung von Afghanistan, die seit mehreren Jahren immer wieder durch den verdammten Krieg, ständige Anschläge, Explosionen, Bombardierungen, unendliche Opfer gegeben haben und immer noch durch diese verdammte Geschichte leiden muss. Nicht zu diesen Menschen, über die die globale Gemeinschaft immer redet. Und warum wird dagegen nichts gemacht, um diese Situation zu verändern? Wo sind denn diejenigen, die immer über die Verteidigung der Menschenrechte, Frauenrechte und Kinderrechte reden? Wo sind diese Politiker? Wo sind diese Leute? Und warum wurden die Leute bzw. die terroristischen Gruppen, die so unmenschliche und brutale Sachen tun, nicht bestraft? Warum werden sie nicht bestraft? Wisst ihr, woran liegt das Problem? Das Problem liegt daran, dass diese menschlichen Gefühle in unseren Herzen gestorben sind und jeder denkt nur an sich selbst. Fertig aus. Wir haben es total vergessen, dass wir als Menschen Verantwortung füreinander haben. Genauer gesagt, wir haben es überhaupt vergessen, dass wir Menschen sind. Als Afghaner haben wir natürlich viele Schmerzen und Trauer in unserem Herzen. Doch darüber reden wir jetzt nicht. Wir wünschen aber und bitten Gott darum, dass es irgendwann eine Zeit gibt, in der alle in Frieden und Sicherheit leben können. So eine Zeit, dass die Kinder mit voller Sicherheit zur Schule gehen oder von der Schule wieder zurück nach Hause kommen können. So eine Zeit, dass die Jugendlichen ihre Wünsche und Ziele behalten und die Gelegenheit bekommen, diese auch zu erreichen.
Ihnen soll nichts Schlimmes widerfahren. Vor allem, die Kinder sollen in Frieden aufwachsen und die schönen Seiten der Welt kennenlernen. Die sollen die Liebe ihrer Eltern spüren. Wie gesagt, es gibt viel zum Erzählen und Sagen. Dafür brauchen wir ein Lebenslang. Aber ja, danke, dass ihr euch das Video angeguckt habt. Was denkt ihr, Leute? Was sind eure Meinungen? Bitte schreibt da unten in die Kommentare, was ihr denkt und was eure Meinungen sind. Wir freuen uns darauf, Leute. Dankeschön. Vielen Dank, dass ihr das Video bis zum Ende geguckt habt. Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ja, macht's gut.